Ja, liebe Frau Aissati, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft für diese Interviews über die Einstiegserfahrungen bei uns im Master Wirtschaftsinformatik. Sie gehören zu den Studierenden, die nach dem Bachelor einen Masterabschluss anstreben. Erstens an einer neuen Hochschule, zweitens in einem neuen Studienfach, drittens in einer fremden Sprache, nämlich in diesem Fall Deutsch, sowie viertens in einer neuen kulturellen Umgebung. Ich habe dafür zuvor schon mal, ich habe Ihnen das auch erzählt, den Ausdruck Studium in der roten Zone geprägt. Nachdem wir uns in unserem ersten Gespräch auf die Zeit Ihrer Ankunft in Deutschland konzentriert haben und Ihre Wohnortsuche, wollen wir uns heute nun chronologisch auf dem Zeitstrahl etwas vorbewegen und nämlich auf die Zeit Ihrer Ankunft und Integration hier in die Hochschule, wo wir auch heute hier sind, betrachten, kurz bevor Sie an die Hochschule kamen. Was ging da in Ihnen vor und wie haben Sie sich gefühlt? Natürlich, diese Fragen wiederholt sich sicherlich in meinem Kopf. Also suchte und fand ich meinen Weg in der Universität. Ich fand auch Gruppen, die zu mir passten und mir helfen. Es gab einige Kommunikationsschwierigkeiten in den ersten Tagen, aber ich versuche jedes Mal meine Sprachniveau zu bessern, wie ich im ersten Interview erwähnt habe. Was waren die größten Herausforderungen, denen Sie in den ersten Wochen an der Hochschule begegnet sind und wie sind Sie damit umgegangen? Für mich hätte ich nie starke Kenntnisse in Informatik. Daher bestanden meine größte Herausforderung drin, sie kennenzulernen und zu erforschen, in besonders jedes Modul einzeln natürlich mit der Hilfe aller Professoren, denen ich danke. Ja, Frau Eishati, welche Unterstützung haben Sie von der Universität erhalten, um sich zu integrieren? Mm, Der erste Support, den ich vor der Universität erhalten habe, war eine Orientierungsveranstaltung mit Dr. Klempel und seine Motivation für uns durch seine Erfahrungen. Eine andere Sache, die meine Aufmerksamkeit ergänzte, war das kostenlos Sprachunterstützung Angebote an der Universität. Zu den Dingen, die mir geholfen haben, gehört zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, die uns den Austauschen von Informationen ermöglicht. Und es gibt auch einen Mentor, der alle unsere Fragen beantwortet. Ich erinnere mich auch noch zurück, wie wir mit Herrn Jung, also dem Mentor, die zweite Sitzung gemacht haben und wo wir dann die Prüfungsleistung, die im Anpassungssemester drankommen, Ja. noch mal so durchgesprochen haben. Und da habe ich gemerkt, das war sehr interessant für die Studenten, ne? Es schließt sich gleich die nächste Frage an. Wie haben Sie es geschafft, Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen? Und welche Tipps können Sie anderen Studierenden geben, die neu in Deutschland sind und sich isoliert fühlen? Es ist nicht schwer, sich mit Menschen aus dem gleichen Land anzufreunden, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Freundschaften mit Studenten anderer Nationalität zu schließen war wegen der Sprachbarriere schwierig, aber als mich engagiert viel zusammen lernte und mich ein bisschen in der Sprache weiterentwickelt, konnte ich Freunde finden. Welche außercurricularen Aktivitäten, also das sind ja die Aktivitäten auch außerhalb des Angebots der Hochschule, haben Sie denn genutzt, um sich besser zu integrieren und auch neue Leute kennenzulernen? Natürlich gibt es viele Aktivitäten,
die ich mache, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen, Schwimmunterricht zu nehmen, einige Parke zu besuchen, zum Beispiel Parsnis in Halle und gibt es auch viele in Leipzig und so weiter. Und zu reisen und auch Arbeit für die Ausländer oder die Studenten anderer Nationalität ist auch eine Aktivität, um neue Freunde zu finden. Ja. Wie wichtig war es für Sie, mit den Dozenten zu kommunizieren? Wie sind Sie vorgegangen und welche Vorteile hat Ihnen das gebracht? Meiner Erfahrung nach hat mir die Kommunikation mit den Dozenten sehr geholfen, mich in den Studiengang zu integrieren. Die Professoren könnten sich Studenten und ihre Schwierigkeiten in Vorlesung kennenlernen und so die Studenten unterstützen. Aber man muss ein Student sein, der immer präsent ist. Also nicht eine Tage ist in der Hochschule und ein anderer Tage ist nicht da. Also die Dozenten können nicht Studenten unterstützen. Ja. Sie hatten ja sehr herausfordernde Situationen durchleben müssen. Ich erinnere mich auch noch an einige der ersten Kontakte im Unterricht. Da spürte man, und das haben Sie auch damals gesagt, dass es nicht immer einfach ist für Sie. Ähm, Was hat Sie motiviert? Und wie haben Sie sich auch gegebenenfalls selbst motiviert, weiterzumachen, als es mal besonders schwierig war? Und ähm, gibt es vielleicht sowas wie Strategien, Hilfsmittel, die Sie verwendet haben, um sich zu motivieren? Haben Sie da einen Tipp für unsere Zuhörer? Meine erste Motivation ist meine Liebe zu Studium und zur Annahme neuer Herausforderungen sowie meine große Ehrgeiz, meine Träume zu verwirklichen. Es motivierte mich auch, meine Familie stolz zu machen und selbst stolz zu sein, wenn ich eins meiner Ziele erreiche. Ja. Wenn Sie jetzt für unsere Zuhörer mal ein Fazit ziehen zu Ihrer Einstiegsphase in die Hochschule Merseburg, ähm, was sollten die Zuhörer tun, während sie jetzt einsteigen in die Hochschule, ankommen? Und was sollten sie vermeiden? Worauf sollten unsere Zuschauer idealerweise achten, auch um mit der Angst und Isolationsgefühlen in dieser Phase gut umzugehen, beziehungsweise sie zu überwinden? Die Studenten sollten die Universität besuchen und sich dort integrieren, besonders die internationalen Studenten. Ich kann Ihnen raten, viel über das Erreichen Ihrer Ziele und Träume nachzudenken und stolz auf sich zu sein. Was die Isoliert betrifft, es ist wie bereits erwähnt, möglich, neue Freunde zu finden und Zeit mit positiver Aktivität zu verbringen. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zu Ihren Erfahrungen mit den ersten Schritten an der Hochschule und Ihren Tipps für zukünftige Quereinsteiger. Ich bedanke mich Ihnen, Herr Klempel, für dieses Interview. Im nächsten Interview geht es dann um Ihr Erleben der ersten Prüfung im Anpassungssemester und auch, wie Sie diese Prüfung bewältigt haben. Und ich freue mich bereits darauf. Ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten heute hier einige Impulse für Ihre eigene Reise durch die rote Zone zum Masterabschluss in Deutschland bekommen. Jetzt zum Schluss lade ich Sie natürlich wieder herzlich ein Like und ein Abonnement dazulassen, damit Sie in Zukunft keine der harten Fakten
über den Quereinstieg in einen deutschen Master aus dem Ausland kommt, mehr verpassen. Damit tschüss und ich freue mich auf Ihr Feedback in den Kommentaren.